Dzogchen means the great completion or great ending in some ways. Dzogchen bedeutet die große Vervollkommnung oder auch den großen Schluss, wenn man es so sagen möchte. If something is completed and ended, there's nothing to be done. Wenn etwas vervollständigt ist und zum Schluss gebracht ist, gibt es nichts weiteres zu tun. But we keep doing. Wir machen aber immer weiter. So this is very, very important to really understand. Siya Lama used to explain Dzogchen as meaning when somebody gets divorced and then they lose their house and then they lose their money and then they become very sick and they're lying in the gutter dying. This is Dzogchen. Finished. Nothing more is going to happen. Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Siya Lama hat es immer mit diesem Beispiel die Bedeutung erklärt, wenn jemand sich scheiden lässt, dann sein Haus verliert, sehr krank wird und dann am Ende in der Gosse landet und dort verendet. Das ist Dzogchen. Da ist Full Stop, da gibt es da nichts mehr zu tun. This is a very nice example because it indicates that the enemy is hope. Das ist ein sehr schönes Beispiel, denn es weist darauf hin, dass der Feind die Hoffnung ist. Hope is the imagination. Hoffnung ist die Vorstellung. We imagine something other than what is here. Wir stellen uns was anderes vor als das, was hier ist. And then our intention is mobilized towards realizing our hope, making our dreams come true. Und dann kommt unsere Absicht richtig in Gang, dass wir unsere Hoffnungen verwirklichen wollen, dass wir sie Wirklichkeit werden lassen wollen. And of course that tilting forward, tilting out, takes you into interaction of subject and object and you're very, very busy. Und sich dem zuzuwenden, sich dann nach außen zu wenden, das zieht einen in diese totale Geschäftigkeit, in diesem Spannungsfeld zwischen Subjekt und Objekt. So really Dzogchen is saying, whatever you have or whatever occurs for you is enough. Dzogchen hingegen sagt, das, was immer man hat oder das, was für einen selber in Erscheinung tritt oder auftaucht, ist ausreichend. Don't try to change this into something else. Versuchen wir nicht, das in etwas anderes zu verwandeln. But what is this? Aber was ist dies? So, if you feel that you want some Botox, Wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt Botox benutzen, then someone looking from the outside might say this is very artificial. könnte jemand anders, der von außen auf uns schaut, sagen, na das ist aber künstlich. I am what I am. I don't know why these wrinkles are here. I didn't order them. I didn't pay any money for them. They should go. Ich bin, die ich bin. Ich habe keine Ahnung, warum diese Falten auftauchen. Ich habe sie weder bestellt noch bezahlt. Ich finde, die sollten nicht da sein. So if I have a lot of plastic surgery, I am what I am. Wenn ich genügend Schönheitsoperationen durchführen lasse, dann bin ich, was ich bin. That is to say, natural is a very dangerous word. Das bedeutet, das Wort natürlich ist als Begriff ziemlich gefährlich. We are creatures of culture, Denn wir sind Kulturkreaturen. nature and culture. Natur und Kultur. There is no nature left. Es bleibt praktisch keine Natur mehr übrig. In the whole of Great Britain, there is kind of no land at all which people have not done something to. In ganz Großbritannien gibt es praktisch überhaupt kein Stückchen Land mehr, wo Leute nicht irgendetwas damit gemacht haben. Even in the north of Scotland, you go into the kind of wild areas, but they're only wild because people use them for shooting deer. Selbst im Norden Schottlands, da gibt es Gegenden, denen man den Eindruck hat, es sind wilde oder wildbelassene Gegenden. Die sind aber nur deswegen so, weil die Leute sie zur Jagd nutzen. At one time they had sheep on the land, they had small farms. Früher gab es eine Zeit, wo sie da eigentlich Schafe gehalten haben auf diesem Land und kleine Bauernhäuschen hatten. Due to the kindness of Hanoverian King George coming to England and marching into the Catholic Scotland and defeating the Catholics, the small farms were destroyed.
Und aufgrund der Güte des Hannoveraner Königs Georg, der halt die katholischen Schotten besiegt hat, ist es dazu gekommen, dass all diese kleinen Bauern und Bauernhäuser verschwunden sind. And not clearing out all the nasty Scottish people allowed the rich English to buy the land and hunt for wild animals. Und es wurden halt nicht alle Schotten vertrieben, sondern stattdessen kamen sie auf die Idee, all den bösen Engländern sozusagen, oder all den Engländern, den reichen Engländern, dieses Land zu verkaufen, damit sie da jagen können und haben deswegen ihre Farm dort entfernt und die Schafe dort weg. And even our glorious queen now, whose family name is Windsor, but is actually Saxe-Coburg, because she's also German, she likes to go to Scotland also for hunting and riding. Und auch unsere jetzige Königin, deren Familienname im Moment zwar Windsor ist, aber die zur Familie Sachsen-Coburg eigentlich gehört, setzt das fort. Sie geht gerne jedes Jahr nach Schottland und zwar zur Jagd und um dort zu reiten. In that way, what looks natural is artificial. Auf diese Weise betrachtet ist das, was uns natürlich erscheint, künstlich. Nature comes from this Latin root for being born. Das Wort Natur stammt von der lateinischen Wurzel für den Begriff Geburt. It means having a beginning, Das bedeutet einen Anfang zu. coming into existence. Der Beginn von Existenz. So we have a real problem in the translation of Dzogchen terms because we talk about the natural state of the mind. It's not natural at all. Und darum kriegen wir ein Problem beim Übersetzen der Dzogchen-Begriffe, wenn wir zum Beispiel über den natürlichen Zustand des Geistes sprechen, der ist überhaupt nicht natürlich. Because it has no beginning, so it's not natural. Weil er ja gar keinen Anfang hat. Deswegen ist er ungeboren, nicht geboren, deswegen ist er nicht natürlich. What is natural is the world, is the display of manifestation, which is arising and passing all the time. Was natürlich ist, ist das Spiel der Welt, das Spiel der Manifestationen, die eben in Erscheinung treten und wieder verschwinden. Everything that you can describe, that you can hold, that you experience through your senses, is arising and passing. Alles, was man beschreiben kann, alles, was man für bare Münze nehmen kann, was man erleben kann, tritt in Erscheinung und vergeht wieder. So, the root line from the Dzogchen in our world comes through Samantabhadra to Dorji Semba and then to Garab Dorji. Und die Wurzelübertragung sozusagen von Dzogchen in unsere Welt kommt von Samantabhadra zu Dorji Semba und dann zu Garab Dorji. And famously, Garab Dorji says the essential thing is to see how it is. Und Garab Dorji in seinem berühmten sagt, das Essentielle ist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. And then to be clear that this is how it is. Und sich darüber klar zu sein, dass es so ist, wie es ist. And then thirdly, not to imagine that it's something else. Und sich drittens nicht vorzustellen, dass es irgendwas anderes sei. So this first aspect of motro means kind of pointing out. Dieser erste Aspekt, also von Motro, das heißt dem Aufzeigen. This pointing out is not very complicated. Und dieses Aufzeigen ist nicht sehr kompliziert. All that's required is that you see what is pointed to. Alles, was dazu nötig ist, ist, dass man einfach anguckt, wo drauf gezeigt wird. So if you go for a walk in the park with a child who's 3.5, 4 years of age, Wenn man also im Park mit einem 3,5-jährigen Kind spazieren geht, they're likely to stop and, oh, look at this. ist das sehr wahrscheinlich, dass die immer zwischendurch anhalten und sagen, oh, guck mal. And then the kind mother or the father says, oh, it's a caterpillar. Und dann sagt der nette Vater oder die nette Mutter, ah ja, das ist eine Raupe. Essentially, they're saying to the child, if you name it, you don't have to keep looking at it because I'm in a hurry. Letztlich bedeutet das, dass man dem Kind damit vermitteln will, also wenn du dem einen Namen geben kannst, dann braucht man auch nicht mehr anzuhalten und darauf zu schauen, weil ich hab's eilig. No, but mommy, look, because look what it's doing. Oh. Mama, guck mal, wie es sich bewegt, was es da macht. If we get on the grass, we can go like the caterpillar. Wenn wir uns aufs Gras niederknien, dann können wir auch wie eine Raupe uns fortbewegen. There the child is a perfect guru. Und auf diese Weise ist das Kind an dieser Stelle der perfekte Lehrer. The child is desperately trying to say, if you look, it's amazing.
Das Kind versucht verzweifelt uns mitzuteilen, wenn du nur schauen würdest, das ist erstaunlich. And it will stop you in this busyness of your life. Und es unterbricht diese Geschäftigkeit unseres Lebens. But if you say it's a caterpillar, life moves on. Wenn man sagt aber, das ist eine Raupe, dann geht das Leben weiter. And instead of walking in this amazing place, you are walking in the labyrinth of your own mind. Statt also dann an diesem wundervollen, erstaunlichen Ort spazieren zu gehen, ergeht man sich immer nur in diesem Labyrinth des geschäftigen eigenen Geistes. So the central feature in being able to see our mind is the area of kata, or primordial purity. Der wichtigste Punkt also dazu in der Lage zu sein, den eigenen Geist zu sehen, ist das, was wir Kata nennen, die ursprüngliche oder uranfängliche Klarheit, Reinheit, Entschuldigung. And this purity is beyond pure and impure. Und diese Reinheit ist jenseits von rein und unrein. This is very different from Nietzsche's beyond good and evil. Das hat nichts mit Nietzsches jenseits von Gut und Böse zu tun. It's to understand not a transcendence of a dialectical form. Das bedeutet eben nicht, es bedeutet nicht die Transzendenz einer dialektischen Form zu verstehen oder zu betrachten, But the impossibility of the truth of any dialogic formation. sondern vielmehr die Unmöglichkeit der Wahrhaftigkeit einer dialektischen Form. The mind, the purity of the mind is that there is nothing there Die Reinheit des Geistes bedeutet, dass da nichts ist, except the clarity that there is nothing there. außer der Klarheit, dass da nichts ist. And because this clarity is the natural luminosity of the empty space of the mind, Und weil diese Klarheit, das natürliche Strahlen, das natürliche Leuchten der leeren Weite des Geistes ist, the non-duality of the Dharma Dhatu and Vidya, or Chu Ying and Rigpa, ist die Nichtdualität dieser Klarheit von Rigpa oder Chu Ying Chu and Ying. Rigpa. It means that there are not two things. Das bedeutet, dass das nicht zwei Sachen sind. Sitting here, we have some sensation in our body. Während wir hier sitzen, haben wir Körperempfindungen. That is to say, our body, which when we are running along is a free manifestation of our subjectivity, I am running. Das bedeutet, dass wenn wir irgendwo gehen oder laufen, dass der Körper die freie Manifestation unserer Subjektivität ist. Can appear to us as being an object. Und because aber, we can think and know about our body. uns aber erscheint, als wäre es ein Objekt, weil wir ja über unseren Körper etwas wissen können und über unseren Körper nachdenken. You can develop some focused attention, some mindfulness, and then in the style of Vipassana you can take this through your body in a body scan and find out more about what's occurring. Man kann im Stil von Vipassana eine gerichtete, fokussierte Achtsamkeit entwickeln, die man dann in diesem Stil zum Beispiel durch seinen ganzen Körper nehmen kann, um einen Körperscan zu machen und zu wirklich Kontakt damit aufnehmen, was man halt empfindet, wie man sich gerade fühlt. I can know things about myself. Ich kann über mich etwas wissen. This is our normal way of knowing. Das ist unsere übliche Art und Weise zu erkennen. With this kind of approach to knowing, you will never know your mind. Mit dieser Ansatz von Erkenntnis kann man seinen Geist niemals erkennen. Because the mind is, if you like, a subject which can never be an object. Denn der Geist, wenn man so will, ist ein Subjekt, das niemals ein Objekt sein kann. Generally, our subjectivity is easily apprehended as an object. Allgemein nehmen wir unsere Subjektivität gerne oder betrachten die gerne als Objekt. Feel something which is me. Oh, I have a headache. This is me. Wir fühlen
etwas, das irgendwie ich ist. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Ist das ich? Ist das ich oder das bin ich? But as soon as I represent this sensation to myself or to you, Aber wenn ich das mir gegenüber wieder darstelle, oder euch gegenüber darstelle, diese Repräsentation meiner selbst, it is now as if I am talking about a thing. passiert es so jetzt, als ob ich über eine Sache, ein Ding sprechen würde. I am introducing myself to you as someone with a headache. Ich stelle dich mir vor als jemand, der Kopfweh hat. It gives a particular kind of shape. Das bringt eine bestimmte Form oder Formung mit sich. And then I have some freedom about how I stand in relation to that. Und das verleiht mir Freiheit, wie ich mich dazu positionieren möchte. I can merge into it. Oh, this is terrible. Ich kann damit verschmelzen und denken, oh Gott, wie furchtbar. I can separate from it. Oh, every now and then I get a bit of a headache, but never mind. Oder ich kann mich davon separieren und sagen, naja, ab und zu kriege ich mal Kopfschmerzen, aber es nicht stimmt. Both of these, even the most fusional one, still carries this subtle trace of this is happening to me. Und alles davon, sogar die subtilsten Arten und Weisen davon, bringen mit sich eine subtile letzten Rest von einem Empfinden, das geschieht mir. But primordial, from the very beginning, the purity of the mind means it has never been contaminated. It is not contaminated now. It will never be contaminated. Aber ursprünglich bedeutet Reinheit des Geistes, dass sie niemals kontaminiert worden ist, niemals kontaminiert sein wird und auch jetzt nicht kontaminiert ist. So what is contamination? Was bedeutet denn Verunreinigung, Kontamination? We know in many parts of the world people don't have good drinking water. Wir wissen, dass in vielen Teilen der Welt Leute nicht über gutes Trinkwasser verfügen. It can be due to many different causes, maybe lots of pesticides sinking down through the water table and going into the underground reservoirs and so on. Das kann zum Beispiel aufgrund von dem Benutzen vieler Pestizide beruhen, die dann halt bis unter den Grundwasserspiegel absinken und deswegen dann ins Grundwasser gelangt. So one thing is standing in relation to another. Das bedeutet, eins steht in Bezug zum anderen. The water which was pure has now become impure. Das bedeutet, das Wasser, was rein war, ist jetzt unrein. Because something is mixed with it. Weil etwas damit vermischt worden ist. Good. There is something existing outside this room. Tatsächlich existiert etwas außerhalb dieses Zimmers. So you need two for contamination. At least two. You can have more, but at least two. Das heißt, für Verunreinigung werden mindestens zwei nötig. Man kann auch mehr haben, aber zwei sind mindestens nötig. One cannot contaminate itself. Eins kann sich selbst nicht verunreinigen. One would have to split itself in two to have an interaction which caused some alteration of the shape to either polarity. Eins müsste sich aufspalten, um eine Interaktion zu erzeugen, die dann eine Polarität auf die eine oder andere Seite erzeugt. So, this purity of the mind is often represented by a small ball or a tigli. Und diese Reinheit des Geistes wird häufig dargestellt durch eine kleine Sphäre oder ein Tigli. Sometimes it's described as the single tigli nachipo. Oft wird es beschrieben als das einzelne Tigle oder ja, einzelne Tigle Natipo. This tigli has no fixed size. Und dieses Tigli ist nicht mit einer bestimmten Größe ausgestattet. It's the smallest possible form, it's the largest possible form, it encompasses everything, and yet itself you can't find it anywhere as something. Die kleinste mögliche Form und gleichzeitig die größte mögliche Form, die alles umfasst. Nichtsdestoweniger ist sie nicht auffindbar. Because the mind is empty of substance, it can't be defined.
Weil der Geist frei von Substanz ist, kann er nicht definiert werden. So, space itself has no limitation. Weite an sich hat keine Grenzen. It doesn't belong to anyone. Gehört niemandem. We see now that the sky, the lower form of space, can belong. Wir sehen, dass zum Beispiel der Himmel, also die niedrige Form von Weite, schon zugehörig sein kann. Countries have airspace. Länder haben einen Luftraum. The Turkish shot down a Russian plane. Die Türken haben ein russisches Flugzeug abgeschossen. They said it comes into our airspace, we warned you not to do it, finished. Sie haben gesagt, die sind in unseren Luftraum eingedrungen, das wollen wir nicht, fertig aus. When you look up in the sky, you don't see any national divisions. Wenn man in den Himmel guckt, dann sieht man keine nationalen Einteilungen. So this is an abstract categorization that's fixed into maps, and on the basis of that, at a certain point, the airplane crosses an invisible line and is then blown up. Das ist also eine abstrakte Kategorie, die in Karten festgehalten ist, und das heißt, an irgendeinem Zeitpunkt überschreitet ein Flugzeug diese nicht sichtbare Grenze oder diese unsichtbare Grenze. The great slogan for anarchism is property is theft. Der große anarchistische Slogan ist Eigentum ist Diebstahl. Because the world doesn't belong to anyone in particular. Weil ja die Welt niemandem speziell gehört. But due to the blessing of the arising of lawyers, Durch den Segen, dass Rechtsanwälte in Erscheinung treten, everything becomes ownable. wird alles besitzbar. And when something can be owned, it is then set apart from something just next to it. Und das bedeutet, sobald etwas besessen werden kann, wird es getrennt von etwas anderem, was daneben ist oder daneben steht. If you have a garden and you have a fence on your garden, the post of the fence maybe goes down half a meter. Wenn man zum Beispiel einen Garten hat und da ist ein Zaun drumherum, dann gehen diese Zaunpfeiler vielleicht ungefähr einen halben Meter tief in den Boden. 1 meter down, the earth is completely the same under all the gardens. 1 Meter tiefer ist diese Erde genau die gleiche wie in allen Gärten. But if your tree is growing over into my garden, I can cut off the branch in English law anyway. Aber sobald dein Baum seine Zweige über meinen Zaun hängen lässt, in meinem Garten, kann ich zumindest nach englischem Gesetz diese Zweige einfach abschneiden. So in that way, the definition of something as mine gives me a sense as to whether there is an intrusion, whether something is being defiled or spoiled, because I am entitled to say how this is going to be. Das bedeutet also, wenn etwas per Definition meins ist, geht das einher mit dem Gefühl, dass da drin eingedrungen werden kann, dass das verunreinigt werden kann und dass ich aber die Herrschaft habe über das, was meins ist, um zu sagen, so, nur so soll es sein. And this is the narcissistic will to power. Das ist der narzisstische Machtanspruch. As the Rolling Stones say, I'm going to say how it's going to be. You are going to give your love to me. Wie die Rolling Stones sagen, ich bin derjenige, der sagt, wie es sein soll, du musst mir deine Liebe geben. My terms. Das funktioniert nach meinen Regeln. My garden, my shoes, my life. Meinen Garten, meine Schuhe, mein Leben. My wife. Meine Frau. You don't look at other men. Du guckst anderen Männer nicht an. I'm going to put a veil over you Ich verpasse dir einen Schleier, because you're a very precious commodity. weil du ein sehr schönes Mobiliarstück bist, weil du ein sehr schönes Eigentum bist. So, this is how contamination works. Auf diese Weise funktioniert Verunreinigung. Once something is separated off and owned, you now have a boundary around it which has to be protected. Sobald etwas getrennt worden ist und in Besitz genommen wird, braucht man eine Grenze, um es zu schützen. Greece is failing to keep out immigrants. Griechenland versagt dabei, die Flüchtlinge draußen zu halten. These people shouldn't be here. Die sollten hier nicht sein. We should be here. Wir sollten hier sein.
We belong here, Denn wir gehören hierhin. but they shouldn't be here. Aber sie sollten nicht hier sein. So we are going to build a wall across Macedonia, and the Greeks can keep all of them. If they want them, they can have them. We don't want them. Darum bauen wir an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien eine große Mauer und dann können die Griechen die Flüchtlinge behalten, wenn sie wollen, oder auch nicht. Because if they come here, what will become of us? Aber was wird denn aus uns, wenn die alle hierher kommen? Germany will be changed. Deutschland wird sich verändern Britain will be changed. und Großbritannien wird verändert sein. We don't want to be changed. Und wir wollen aber nicht We verändern. believe in permanence. Wir glauben an die Unvergänglichkeit. You can see the fear that arises. We will be contaminated. Man kann die Furcht, die da entsteht, davor, dass wir verunreinigt werden. Blood and soil. Blut und Boden, It's an old story. eine alte Geschichte. Something to defend. Etwas, was man verteidigen muss. Now, Kadak is pointing in a very different direction. Katak zeigt in eine ganz andere Richtung. The mind itself, that is to say, our mind, our awareness, being here, Der Geist selbst, das heißt unser Geist, unser Gewahrsein, unser Hiersein, is empty and full. ist leer und voll. We have thoughts, feelings, sensations. Wir haben Gedanken, Empfindungen und Gefühle und Empfindungen. When we take these contents of the mind to be central and definitive of who we are, Und sobald wir diesen Inhalt des Geistes als Zentrales nehmen und als das, was definiert, wer wir sind, this particular patterning of ourselves as we encounter the environment gives rise to sensations and feelings. erzeugt dieses spezifische Muster unserer selbst in der Begegnung mit Erscheinungen, Empfindungen und Gefühle und Gedanken. We like, we don't like. Wir mögen was, wir mögen etwas nicht. We want to get closer, we want to get further apart. Wir möchten näher kommen, wir möchten weiter weg. Because we feel a lack and we want more. Weil wir einen Mangel spüren und mehr möchten. We feel a vulnerability. We are anxious about being overwhelmed, and so we become aggressive. We're pushing the other away. Wir fürchten, überwältigt zu werden, wir fürchten die Verletzlichkeit und deswegen werden wir aggressiv und wollen das andere wegdrücken, wegschubsen. So there you have the three root poisons. So sieht man hier die 3 Geistesgifte. The first is mental darkness or stupidity or delusion, which is the first manifesting flavor of ignorance. Das erste ist diese geistige Dunkelheit oder die Verblendung. Das ist der erste Geschmack von dem, was wir Unwissenheit oder Ignoranz nennen. It means reification, Und das bedeutet Vergewisserung substantialization, und Dinge substanziell zu nehmen, als substanziell zu nehmen. and of course this is dependent on the splitting of subject and object. Und das hängt natürlich ab von genau diesem Schisma oder dieser Auseinanderfallen von Subjekt und Objekt. Now that I have my own individual territory, my body, my sphere of operation, my flat, whatever it would be, Da ich mein eigenes, mir gehörendes Feld habe, meinen Körper, meinen Handlungsrahmen, meine Wohnung, there is a vulnerability. entsteht eine Verletzlichkeit. Having got this, I could lose this. Dass ich das habe, bedeutet, dass ich es verlieren könnte. I have to hang on to it. Ich muss daran festhalten. So who is my enemy? Wer ist denn mein Feind? Who will undermine what I have? Wer unterminiert das, was ich habe? But also I'm feeling not quite complete. Gleichzeitig fühle ich mich nicht wirklich ganz. I need more Ich brauche mehr. for 2 reasons. One is the momentary sequence of impermanence, Aus 2 Gründen. Einmal diese momentanen Abfolge von Vergänglichkeit. because experience cannot be held. Denn Erlebnis kann nicht festgehalten werden. You drink a nice coffee, it's a wonderful flavor, and then it's gone. Man trinkt einen schönen Kaffee, schmeckt sehr gut und dann ist es vorbei. The residual flavor in the mouth is not the same as that hot intensity. Der Geschmack, der im Mund zurückbleibt, ist nicht das gleiche wie diese heiße Intensität.
and gradually the trace flavor vanishes as the saliva dissolves it. Und mit der Zeit wird dieses zurückbleibenden Reste des Geschmacks vom Speichel aufgelöst. Experience is beyond appropriation. Erlebnis ist einfach jenseits von passend sein oder angepasst sein. Aneignung. Appropriation, Aneignung. It means like getting a handle Yeah. on something. Also etwas in die Hand, in den Griff zu bekommen. So, when we get something, what are we getting? Wenn wir etwas bekommen, was bekommen wir denn? We get cognitions, we get mental constructions, we get ideas. Wir bekommen Erkenntnisse, geistige Konstruktionen, Ideen, Vorstellungen. Oh, that was such a good coffee. Das war so ein guter Kaffee. What the hell is that? Was bedeutet das? That is a sentence. Das ist ein Satz. You can't pour it into a cup and drink it. Den kann man nicht in eine Tasse schütten und trinken. But it is as if it's present with me. Trotzdem ist es so, als wäre das bei mir, gegenwärtig, präsent. But it's cheating. Aber es ist Betrug. On a cold night, when you don't have a scarf, you can visualize a scarf. An einem kalten Abend, wenn man keinen Schal hat, kann man natürlich einen Schal visualisieren. Oh, this scarf is so warm. I feel so warm. Oh, dieser Schal ist so warm. Mir ist warm. And you're warm for a while. Und dann ist eine Weile lang warm. This is the basis for tumor. Das ist die Grundlage für Tumor. You're warm, and then you're not warm. You're warm because you're making warm. And you're making warm by imagining warm. Einem ist warm und dann ist einem nicht mehr warm und dann macht man es warm durch Vorstellung. The key point here is to see, in the world that we ordinarily inhabit, everything is contaminatable. Der Schlüssel hier ist, dass in der Welt, in der wir leben, alles verunreinigt werden kann. The present, the ordinary dualistic interactive present, is contaminated by duality. Und die gewöhnliche, interaktive Gegenwart wird einfach durch die Dualität The controller of the skies. So, when we grasp, what we grasp is an abstraction. Beim Greifen wir immer nur nach einem Abstraktum. If you say to someone, I love you, Wenn man jemandem sagt, ich liebe dich, the you that you love is an idea. ist das Du, das man liebt, eine Vorstellung. Because actually we don't know very much about other people, Weil wir tatsächlich über andere nicht besonders viel wissen. even if you live with them. Selbst wenn man mit ihnen zusammenlebt. You don't see them all the time. Man sieht ihn nicht die ganze Zeit. And you don't know what they're thinking, you don't know the sensations in their body. Man weiß nicht, was sie denken, man weiß nicht, was sie körperlich empfinden. They go out and they come back and they tell you a story about what they did. Sie gehen fort und dann kommen sie zurück und erzählen ihnen eine Geschichte davon, was sie gemacht haben. A story is a story, even if it's an honest story. It may not be. Even if it's an honest story, it's not what actually happened. Eine Geschichte ist einfach eine Geschichte. Selbst wenn es eine ehrliche Geschichte ist, es bleibt trotzdem eine Geschichte eine Geschichte. Und das heißt, es ist nichts, was wirklich geschehen ist. And that's what we hold on to. Und daran halten wir fest. We say, listen, last year you told me da-da-da-da. Wir sagen dann im Gespräch, hör mal zu, letztes Jahr hast du mir aber gesagt, I haven't forgotten. das habe ich nicht vergessen. That's what we hold on to. We hold on to a concept, an idea, an abstraction. The moment is gone. Daran halten wir uns fest. Ein Konzept, eine Vorstellung, eine Abstraktion. Der Moment ist längst weg. And to understand this is very important because this is the meaning of kada. Das zu verstehen ist sehr wichtig, weil das die Bedeutung von Kadak ist. The natural purity of the mind is pure because of the self-liberation of all phenomena. Denn die natürliche Reinheit des Geistes ist wegen der Selbstbefreiung aller Phänomene rein.
In Tibetan they say Chisha Rangro. Whatever arises goes by itself. In Tibetisch wird dazu gesagt, was immer in Erscheinung tritt, geht von selber. Goes by itself. Geht von selbst. You don't have to push it. Man muss es nicht schieben oder schubsen. The coffee went. Der Kaffee ist weg. If you keep the coffee in the cup, it's now cold. Wenn man den Kaffee in der Tasse behalten hätte, wäre er jetzt kalt. It's an espresso coffee. Why you want to drink it cold? Das ist ein Espresso. Warum soll man den kalt trinken wollen? You can't keep it. Man kann es nicht behalten. You participate with the coffee at the time of participation. Man hat Teil am Kaffee in dem Moment der Teilhabe. By participating with the coffee, you get the coffee, but you don't get anything. Dadurch, dass man am Kaffee teil hat, bekommt man den Kaffee, ohne etwas zu bekommen. The coffee is self-vanishing. Der Kaffee verschwindet von ganz allein. Now, if you have a bath in your house and you want the bath, you put the plug in the hole. Wenn man eine Badewanne zu Hause hat und baden möchte, dann steckt man den Stöpsel in den Abfluss. Or you might learn to block your throat and keep the coffee in your mouth. Auf diese Weise könnte man vielleicht lernen, seine Kehle zu blockieren und den Kaffee praktisch in dieser Weise bei sich zu behalten. And then your friend comes to you and says, hey, what are you doing? Dann spricht ein Freund oder Freundin und sagt, was machst du? Und wir spucken den Kaffee. There is a time for coffee to come and a time for coffee to go. Das heißt, es gibt eine Zeit, die dafür da ist, dass der Kaffee kommt und eine, die dafür da ist, dass der Kaffee And this is how it is. Und so ist es nun mal. This is our experience. Experience is transitory. So ist unser Erleben. Unser Erleben ist einfach vergänglich. Reliance on concepts creates the illusion of permanence. Sich auf Konzepte zu verlassen, das kreiert diese falsche Vorstellung von Unvergänglichkeit. This links us with the pre-Socratic philosopher Heraclitus. Der vorsokratische Philosoph Heraklit. Danke. And he says that you can never step in the same river twice. Der sagt eben, man kann niemals in denselben Fluss zweimal steigen. For Buddhists, this is a very profound saying. Für Buddhisten hat das eine tiefgreifende Bedeutung. If you stay attached to believing of the name of the river, you can say, I've bathed in this river many times before. Wenn man einfach verhaftet bleibt, damit zu glauben, dass der Fluss der Name ist, dann kann man sagen, ich habe in diesem Fluss schon ganz oft gebadet. Which is to say, I have bathed in the name of the river many times before. Das bedeutet, ich habe zuvor schon ganz oft im Namen dieses Flusses gebadet. And that's possible, because names as abstractions seem to have this pseudo-eternity. Und das ist möglich, weil Namen als Abstraktion diese Pseudo-Ewigkeit haben. But the actual water in the river is flowing. Das Wasser aber in dem Fluss fließt tatsächlich. Each second you're in it, the water is changing. Jede Sekunde, in der wir da drin sind, ändert sich das Wasser. The phenomena, the presenting actuality is primary. Das Phänomen, das heißt, wie die Tatsächlichkeit sich präsentiert, die geht dem voraus. The interpretation is secondary. Und die Interpretation ist nachrangig. So kada means the purity of the mind, which is uncontaminated by conceptualization. Das heißt, Katak bedeutet die Reinheit des Geistes, der durch Konzepte nicht verunreinigt ist. Concepts cannot catch the nature of the mind. Konzepte können die Natur des Geistes nicht erfassen. You can listen to many instructions on Dzogchen, but they cannot say how the mind is. Man kann sich viele Dzogchen-Unterweisungen anhören, aber in ihnen kann nicht ausgedrückt werden, wie der Geist wirklich ist. Hopefully the words operate as a kind of massage, Zu hoffen bleibt, dass die Worte wie eine Art Massage wirken. so that by relaxing the tense restrictions which maintain the
seemingly seamless flow of thought construction, sodass, wenn diese Einschränkungen, diese scheinbar unausgesetzte Fortgesetztheit dieser Gedankenkonstruktion sich mehr und mehr entspannt, we start to just be open. wir beginnen einfach offen zu sein. We have always been open. Wir sind ja schon immer offen gewesen. This is a glass of water. Dies ist ein Glas Wasser. This is a glass which just happens to have water in it. Dies ist ein Glas, wo zufälligerweise Wasser drin ist. These are two different ways of describing the same thing. Das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, das gleiche Ding zu beschreiben. When our conceptualization is this is a glass of water, the water-glass combination seems to be one thing. In unserem Konzept, das ist ein Glas Wasser, scheint diese Kombination von Wasser und Glas eine Sache zu sein. But when we see, oh, it is just contingent, it's just the happenstance of things due to causes and conditions that there is water in the glass. Aber wir können auch sehen, dass es einfach sozusagen der aktuelle Geschehniszustand der Sachen ist, wo hier zufälligerweise Wasser in diesem Glas ist, jetzt in diesem Moment des Geschehnisses. The glass is not inherently or intrinsically a glass of water. Das Glas ist aus sich heraus und aus seiner Natur heraus kein Glas Wasser. The fact that water is in the glass gives in this moment a sense of definition to what is in my hand. Die Tatsache, dass sich Wasser in diesem Glas befindet, für diesen Moment bietet es eine Definition dessen, was ich in der Hand habe. And if we bind the concept of water into the glass, this becomes a water glass. Und sobald wir das Konzept und die Vorstellung von Wasser an diese Vorstellung von Glas binden, wird dieses hier zu einem Wasserglas. And then the infinite potential of this object in my hand is lost. Und damit verliert sich auch dieses unendliche Potenzial dieser Sache in meiner Hand. We could use this top part to make biscuits. You roll out the pastry and then you turn the glass upside down, cut out the biscuit. Wir könnten den Rand des Glases dazu nutzen, um Kekse zu backen, indem wir einfach den ausgerollten Teig damit runde Kekse ausstecken. If you were in a little canoe and it was leaking, you could use it to bail out. Wenn wir in einem kleinen Kanu unterwegs wären, wo ein Loch drin ist und wo Wasser reinkommt, könnten wir das nutzen als Schöpfkelle, um das Wasser rauszubefördern. There's no limit to the potential of the glass. The limit is the restriction of our imagination. Das Glas selbst ist in seinem Potenzial keiner Weise eingeschränkt. Es ist nur eingeschränkt durch unsere Beschreibung davon. Even to call it a glass is not is to draw attention to a certain feature of it. Selbst dies ein Glas zu nennen, bedeutet, dass wir eine bestimmte Eigenschaft besonders betonen. It's slightly blue in tincture. In der Farbgebung ist es ein bisschen blau. So this is a poor man's sunglasses. Das ist also die Sonnenbrille für einen armen Menschen. We don't need to think of glass, but once you have glass, you start to think, what can you do with glass? Wir brauchen ja gar nicht mit Glas zu denken, aber sobald wir Glas denken, fangen wir an zu denken, was kann man mit Glas anfangen? This is form. Was ist Form? In the Tibetan way or Buddhist way of thinking, form means shape and color. Und in der tibetischen Denkweise bedeutet Form vor allen Dingen eben eine Formgebung und eine Farbe. And when you see it in terms of its form, you start to imagine all kinds of possibilities. Bezüglich der Form können wir uns dann ganz viele Möglichkeiten vorstellen. That is to say, when we recognize this is a glass, Das bedeutet, wenn wir erkennen, dass dies ein Glas, oder wenn wir erkennen, dies ist ein Glas, this appears to be the recognition of a meaning which is inherent in the object. erscheint dies als die Erkenntnis einer Bedeutung, die in einem Phänomen inhärent vorhanden sei. A glass is a glass is a glass. Ein Glas ist ein Glas ist ein Glas. If you believe. Wenn man dran glaubt. If you don't believe, it's maybe something else. Wenn man nicht dran glaubt, ist es vielleicht was anderes. If you give this to
A child of 10 months, it will bang it on the table. Wenn man dies einem 10 Monate alten Kind in die Hand gibt, dann wird das immer auf den Tisch knallen. And that will be a cause of pleasure for the child and anxiety for the parent. Das wird für das Kind zur Ursache von Freude und Angst für die Eltern. Because the adult is holding the idea of glass and the child is not. Denn der Erwachsene wird immer die Vorstellung von einem Glas haben und das Kind hat die nicht. Und deswegen knallt es das Teil weiter auf den Tisch. So, what is the glassness of the glass? Was bedeutet denn, oder was ist das Glassein eines Glases? Maybe it's a projection. Vielleicht eine Projektion. The glassness of the glass is in our mind, it's not in the object. Das Glassein eines Glases ist in unserem Geist, nicht im Objekt. Everything in the world can be redefined. Alles auf der Welt kann man umdefinieren. And it frequently is. Und das passiert häufig. 15 years ago, there was a big push in Britain to get people to buy diesel cars. Vor 15 Jahren gab es eine große Anstrengung in Großbritannien, dass man Leute dazu brachte, Autos mit Dieselantrieb oder Dieselverbrennung zu kaufen. Now there's a lot of reporting that the exhaust fumes from diesel cars are particularly poisonous and people shouldn't have diesel cars. Jetzt gibt es viele Berichte darüber, wie giftig die Verbrennung von Diesel ist und dass Leute keine Dieselfahrzeuge fahren sollten. This is good, this is bad. Das ist gut, das ist schlecht. These are ideas. Das sind Vorstellungen. Ideas arise from the mind. Ideen, Vorstellungen treten aus dem Geist in Erscheinung. In order to apply them to something, there has to be a something. Damit man sie auf etwas anwenden kann, was etwas sein soll. So we say you are good or you are bad. Das heißt, oder es muss etwas da sein, worauf man sie anwendet. Wir sagen, du bist gut oder I du am bist good. schlecht. I am bad. Ich bin gut oder ich bin schlecht. I hate my mind, it's full of all this stuff. Ich hasse meinen Geist, er ist voll mit all diesem Kram. So I've got a mind, I know what my mind is and I don't like it. Ich habe also einen Geist, ich weiß, was mein Geist ist und ich kann es nicht leiden. Okay? So now the mind has been constructed in our mind as being a thing like every other thing. So kommt der Geist uns in unserem Geist per eigener Konstruktion als ein Ding vor. But the mind itself, Rigpa, awareness, the mind which is Pada or primordial purity, is not a thing. Aber der Geist selber, Rigpa oder Gewahrsein, Kata oder Reinheit ist kein Ding. You can't find it in order to stick some label onto it. Man kann ihn nicht auffinden, nicht dingfest machen und ihm kein Etikett aufkleben. It is everywhere, Es ist überall, it's always present, immer gegenwärtig. otherwise we wouldn't have any experience. Sonst könnten wir nichts erleben. Because the mind, like the mirror, shows what is there. What we experience is always the revelation of the mind. Weil der Geist wie ein Spiegel immer alles zeigt, was da ist. Alles, was für uns in Erscheinung tritt, ist eine Offenbarung des Geistes. When we look for the mind, we get the reflection. Wenn wir nach dem Geist suchen, finden wir die Reflexion. When you look for your mind, you get the ideas, the memories, sensations, hope spheres, and so on. Wenn man nach dem Geist sucht, dann kriegt man oder findet man die Vorstellung, die Erinnerung, Hoffnung, Befürchtung und so weiter. But what is the mind itself? Was ist denn der Geist selber? It's not a statement. It's not a definition. It's not a thing. Es ist keine Aussage, keine Definition, keine Sache. Well, what's it got to do with me then? Was It's hat- me. Was hat denn das dann mit mir zu tun? Ich bin doch ich. That way you go into a kind of soul theory, as if this mind itself is some nebulous formation hovering in the ether. Auf diese Weise kommt man auf so eine Seelentheorie, als wäre der Geist irgendwas Nebulöses, was irgendwo im Äther sich umher bewegt. Phenomena, noumena. The numinous mind. Phänomen, das Numinose. This is a wrong direction. Das ist die falsche Richtung. Because the numinous is actually just a kind of like a photographic negative, an inversion of the forms in the world. Denn das Numinose ist eigentlich nur wie das Negativ einer Fotografie, quasi eine
Umkehrung dessen, was phänomenal vorhanden ist. In many religious traditions, you should be careful about saying the name of God. Es gibt viele religiöse Traditionen, wo man sehr vorsichtig damit sein muss, den Namen Gottes auszusprechen. Because God likes to be anonymous. Weil Gott gerne anonym bleiben möchte. God created the world, Gott hat die Welt erschaffen. and then at the best moment he nipped off to some jungle in South America. Mit dem besten passenden Moment hat er es geschafft, abzuspringen und sich irgendwo in einem südamerikanischen Dschungel zu verstecken. And said, I wasn't there, it's nothing to do with me. Und dann zu sagen, ich habe nichts damit zu tun, ich war gar nicht da. But we now pray to God in heaven, Wir beten jetzt aber Gott im Himmel an, where God sits on the throne. wo er auf dem Thron sitzt, Jesus Christ sits on his right side, Jesus zu seiner Rechten sitzt Mary is on his left side. und Maria auf seiner Linken. He has a dove hovering above his head. Und über seinem Kopf schwebt eine Taube. This is a special dove. Das ist eine besondere Taube. It's not like the pigeons in London. Nicht wie die Londoner Tauben, die einen auf einen Dach herabsteißen. You can learn a lot about heaven. The seraphim, the cherubim, where are the martyrs, where are the saints? Man kann viel über den Himmel rausfinden. Die Seraphine, die Cherubine, wo sind die Märtyrer, wo sind die Heiligen. Same with the Zangdopalri, Devachan. This is an ideal real estate. Genau wie mit Sandopalri, mit Devachan. Das ist einfach ein idealer Bereich, ideales Besitztum, Gelände. We have some very nice properties there. Wir haben da ein paar tolle Besitzungen auf diesem I Gelände. interest you in them. Vielleicht kann ich dein Interesse dafür wecken. For a mere 100,000 repetitions, you will be insured a small enclosure. Für lediglich 100.000 Wiederholungen kann ich dir eine ganz kleine Nische dort zusichern. These are projections. Das sind Projektionen. These are responses to our anxiety, wanting to know what will happen. Dieses antwortet sozusagen, da ist eine Reaktion auf unseren angespanntes Bestreben zu wissen, wohin wir gehen. So the more you observe yourself, the more you see the anxiety of the ego. Das bedeutet, je mehr man sich selbst betrachtet, desto mehr fällt einem die Ängstlichkeit des Egos auf. Like a drowning swimmer, we catch on to things. Wie ein Ertrinkender halten wir uns an allem Möglichen fest. When I travel in the London Underground, I have to struggle not to read the adverts. Wenn ich in der U-Bahn in London unterwegs bin, muss ich mich wirklich anstrengen, um nicht die ganze Werbung zu lesen. Words. Oh, what do they say? Überall Worte. Was bedeuten sie? I don't want to go to the cinema. I don't want to buy anything. I don't need anything. But I need words. Ich möchte gar nicht ins Kino gehen. Ich möchte auch gar nichts kaufen. Ich brauche gar nichts, aber ich brauche Worte. The words are not giving me a way to something else. Die Worte bescheren mir ja gar keinen Weg zu irgendetwas anderem. The words are giving me myself. Sondern die Worte geben mir mich selbst. The wheels of my mind are turning, Die Räder in meinem Geist drehen sich. moving in this world of constructed meaning. Bewegen sich in dieser Welt von konstruierter Bedeutung. Letting go of that is how we open ourselves to kata. Dies loszulassen ist unsere Möglichkeit, uns für Kata zu öffnen. As it says in many of the texts, you can't lose your mind, you can't gain your mind, you can't buy it, you can't sell it. In vielen Texten wird das so ausgedrückt, man kann seinen Geist nicht verlieren, man kann ihn auch nicht gewinnen. Man kann ihn nicht kaufen und nicht verkaufen. Oh, true. It's not a commodity. Die Commodity muss ich jetzt nochmal genauer nachfragen. It's not Ist a das thing. Besitz? Wahre. Ware. Es ist keine Ware. It's not a thing among things. Es ist nicht eine Sache unter Sachen. So how do we get there? Wie kommen wir denn dahin? By letting go. Durch Loslassen. What we need is already here, Was wir brauchen, ist bereits hier. and it's hidden from us by our own activity. Und wird durch unsere eigene Aktivität vor uns verborgen. Effort doesn't help. Mühe hilft nicht.
Because effort is about lack and about construction. It's Denn, about the agency of the ego. denn bei Mühe geht es um Mangel und Konstruktion. Das ist sozusagen der Agent des Egos oder der Vermittler des Egos. Letting go. Loslassen. It is what it is. Es ist, wie es ist. But it's not very nice. Es ist nicht besonders schön. After lunch we'll do some meditation together. Nach dem Mittagessen werden wir gemeinsam meditieren. This is a particular kind of meditation which is exquisitely boring and Das ist eine besondere Art der Meditation, die wirklich auf exquisite Weise langweilig ist. because this is the practice of you just being yourself. Denn das ist die Praxis, dass wir einfach wir selber sind. You're not developing yourself or trying harder. You're just allowing yourself to be how you are. Wir entwickeln uns nicht, wir bemühen uns nicht noch mehr, sondern gestatten uns einfach so zu sein, wie wir sind. How tedious, how disappointing. Wie ermüdend, wie enttäuschend. Surely it's better than this. Es muss doch Besseres geben als das. It shouldn't be like this. Es sollte so nicht sein. I can imagine it being better than this. Ich kann mir vorstellen, dass es besser sein kann. This is called mental activity. Das nennt man geistige Aktivität. Why should I settle for this? Warum sollte ich mich darauf mit zufrieden geben? Because this is what it is. Weil es das ist, was es ist. But it can't be. Kann nicht sein. These Buddhas are all bright and shiny, and this is not very bright and shiny. All diese Buddhas hier sind so strahlend und glänzend und schön und dieses hier strahlt gar nicht. I've not got the right Buddha nature. Irgendwie habe I must have picked it up from the reject show. ich es wahrscheinlich vom Reklamationsregal genommen. In English there is a saying, the best is the enemy of the good. Auf Englisch gibt es diesen Ausspruch, das Beste ist der Feind des Guten. Because the best creates this idealized fantasy. Weil das Beste diese vollkommen idealisierte Fantasie kreiert. And when you compare the actual to the actual is never going to be the same as the ideal. Wenn man das Tatsächliche mit dem Ideal vergleicht, dann kann das Tatsächliche niemals dem Ideal gleichkommen. It's very difficult to accept how it is when you're judging how it is. Es ist sehr schwierig zu akzeptieren, wie es ist, wenn man das, wie es ist, beurteilt. It's like when you're a child and your aunt sends you a present and you open it up and you say, but I don't like this, why would she send me this? And then your mother says, oh, but you have to write a little note thanking her. Why would I thank someone for a present I don't want? Das ist wie als Kind, wenn einem die Tante irgendwie ein kleines Geschenk schickt und man macht es auf und es gefällt einem überhaupt nicht und dann gesagt wird, ja, aber du musst deiner Tante jetzt eine kleine Notiz schreiben, wo du ihr dafür dankst und wo man dann denkt, warum soll ich ihr für etwas danken, was ich gar nicht will? How to receive a gift. Wie man ein Geschenk empfängt. The kata is the given. Katak ist das Vorhanden. It is given. It's there from the very beginning. Es ist vorhanden, von Anfang an. It's always there, always already there. Immer da, immer schon da. Emptiness is the gift of how it is. Leerheit ist das Geschenk davon, wie es ist. But it's not what I thought it would be. Aber es ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. It's not what I thought it would be. Es ist nicht das, was ich gedacht habe, dass es wäre. This is the idiot's charter. What's the charter? Charter is Also, the declaration. das ist also die Deklaration eines Idioten. Who am I, the ego, to be judging the Buddha nature? Wer bin ich, das Ego, um die Buddha-Natur zu beurteilen? Why do I think that my thoughts are reliable? Warum glaube ich daran, dass meine Gedanken wirklich verlässlich sind? Perhaps in the course of our lives we have made some mistakes. Könnte sein, dass während unseres Lebens wir den einen oder anderen Fehler machen.
Perhaps we have got lost and confused. Vielleicht haben wir uns auch schon verloren und verwirrt gefühlt. Afterwards we think, wow, I didn't see that coming. Und hinterher denkt man dann, oh, ich habe das echt nicht kommen sehen. Not so smart. Nicht so schlau. So when I say, but my mind should be something else, Das bedeutet, wenn ich sage, mein Geist sollte etwas anderes sein. if you merge with that thought, you separate from what is arising and you enter into judgment about it, trying to push away the thoughts you don't like, trying to hang on to the thoughts you do like. Wenn man sich darauf einlässt, dann fängt man an, halt das zu versuchen wegzuschieben an Gedanken, an Ideen, was einem nicht gefällt und das ranzuziehen, was man daran oder wie man sich das vorstellt, was man gut findet. It is what it is. Aber es ist, was es ist. Sometimes when we practice, the mind is very dull. Manchmal ist, wenn wir praktizieren, unser Geist sehr dumpf. Sometimes it's agitated and excited. Manchmal sehr agitiert und aufgeregt. Sometimes we go off in stories. Manchmal verlieren wir uns in Geschichten. This is what is arising. Das ist das, was erscheint. When we think, I don't like it or it shouldn't be this way, Sobald wir denken, das gefällt mir aber nicht oder so sollte es nicht sein, this is a thought commenting on a thought. ist das ein gedanklicher Kommentar zu einem Gedanken. Kada means untouched by thought. Katak bedeutet aber von Gedanken unberührt. The local Berlin bus will not take me to London. Der örtliche Bus in Berlin wird mich nicht nach London bringen. You can make many journeys on the local Berlin buses. They are very nice buses, but they don't go to London. Man kann sehr lange in vielen Berliner Buslinien unterwegs sein und es sind schöne Busse, aber sie bringen einen nicht nach London. Thoughts will take you to thoughts. Gedanken bringen uns zu Gedanken. Get on a thought and reliably it will take you to another thought. Steig in einen Gedanken ein und ganz verlässlich nimmt er dich mit zu einem weiteren Gedanken. It will not take you to the mind itself. Bringt dich nicht zum Geist selbst. If you want to find the mind itself, be present at the vanishing of the thought. Wenn man den Geist selber finden möchte, entdecken möchte, dann sollte man gegenwärtig sein, wenn ein Gedanke sich auflöst. That is a difficult point to find Ein schwieriger Punkt, den zu finden. because these thoughts are very regular. Denn diese Gedanken sind sehr regelmäßig. So the key point here is my mind from the very beginning is naked. Der Schlüsselpunkt hier ist, dass mein Geist von Anfang an nackt ist, It's not covered by anything. von nichts bedeckt. When the ego looks for the mind, it finds many obscurations between it and its true nature, so called. Wenn das Ego aber nach dem Geist sucht, dann entdeckt es viele Verdunklungen und Hindernisse, wenn es nach seiner sogenannten wahren Natur sucht. Tibetans say this is like a farmer who goes looking for his cow on the hill when the cow is safely in the byre. Im Tibetischen wird traditionell das so beschrieben, dass als ein Bauer, der nach seinem Vieh sucht auf den Bergen, während das Vieh aber sicher im Stall steht. And if you go looking in the wrong place, you can keep looking for a long, long time. You will not find it. Und wenn man dann sucht an der falschen Stelle, dann kann man ganz lange suchen und wird es einfach nicht finden. Who is the one having the thought? Wer denkt, wer hat den Gedanken? Experience is occurring. Das Erlebnis stellt sich ein. Who is the experiencer? Wer erlebt? This question is central. And we have to allow the question to open and become the soft quality of our attention to what is occurring. Diese Frage ist zentral und wir müssen dieser Frage gestatten, sich zu öffnen und einfach die sanfte Qualität unserer Aufmerksamkeit zu sein.
the danger for us is that a thought arises which says, I am the thinker. Die Gefahr liegt für uns immer darin, dass ein Gedanke in uns aufkommt, der sagt, ich denke. The space of inquiry is filled with an answer and solution. Und dieser ganze Raum der Untersuchung ist gefüllt mit Antworten und Lösungen. And so the space of not knowing is not allowed to be there long enough for profound knowing, or rather being, to occur. Und das bedeutet, dass diese Weite des Nichtwissens nicht lang genug da sein darf, gestattet wird, damit dieses profunde Erkennen sich entfalten darf oder auftreten darf. So just as when you're at school, you learn you can do things in the playground that you can't do in the classroom. So wie man in der Schule lernt, dass man auf dem Spielplatz Sachen machen darf, die man aber im Klassenzimmer nicht macht. It's not that what you do in the playground is wrong, it's that it doesn't belong in the classroom. Nicht deswegen, weil das, was wir auf dem Spielplatz machen, falsch wäre, sondern dass einfach das nicht ins Klassenzimmer gehört. Similarly, when we meditate, thoughts are not so important. Auf gleiche Weise sind Gedanken, wenn wir meditieren, nicht besonders wichtig. When we're interacting with other people, thoughts are very important. Wenn wir dahingegen mit anderen in Kontakt stehen, sind Gedanken sehr wichtig. But in meditation, our focus is on who is the one who is here. In der Meditation aber fokussieren wir uns darauf, wer ist hier. This term, the given, is not ideal, but certainly in English there's a big difficulty in translating the technical terms of Dzogchen. Dieser Begriff, das Vorhandene, ist wahrscheinlich nicht der Weisheitsletzter Schluss in Bezug auf Übersetzung. Zumindest definitiv im Englischen ist es sehr schwierig, das korrekt gut zu übersetzen. It means it's just by itself. Tibetan they say Rangjung is self-existing or self-valid, not created by anything else. Es bedeutet einfach, dass es da ist. Rangjung, das bedeutet aus sich selbst heraus existent, ohne kreiert worden zu sein. The given doesn't need gifts. Das Vorhandene braucht nichts, muss nichts gegeben bekommen, sage ich mal so oft. The mind in its fertility, in its creativity, is always giving gifts. Der Geist mit seiner Fruchtbarkeit und seiner Kreativität verteilt immer Geschenke. All kinds of experiences arise. Alle möglichen Arten von Erlebnissen erscheinen. They give themselves. Sie schenken sich. We don't need to hang on to them. Wir brauchen an ihnen nicht festhalten. Gifting never stops. Das sich geben hört nie auf. And the given needs no gift. Und das Vorhandene braucht keine Geschenke, muss nichts gegeben bekommen. In the traditional formulation in Tibet they say Kyewa mepa gakpa me. Kyewa mepa means unborn. Gakpa me means never ceasing. Traditionell sagt man ungeboren und nie aufhörend. Kewamepa, ungeboren, habe ich vergessen. Gakpame. Gakpame bedeutet nicht aufhörend. Unceasing is this flow of experience. Perceptions, colors, shapes, hopes, fears, desires, all kind of stuff. Ceaseless. Never ends. This is life. Dieser Fluss von Wahrnehmungen und von Erlebnissen, egal was es ist, Dinge, die in Erscheinung treten, Farben, Formen, Hoffnungen, Ängste und so weiter, der fließt ununterbrochen. Das ist der Fluss des Lebens. But the unborn, this is emptiness itself. The mind is inseparable from this. Aber der Geist ist untrennbar von dem sogenannten Ungeborenen, von der Leerheit selbst. The mind is like the sky. The sky just is. It's the given. Der Himmel, der Geist ist wie der Himmel. Der Himmel ist das, was vorhanden ist. Es ist einfach da. Many things move through the sky. Viele Dinge bewegen sich durch diesen Himmel hindurch. Clouds offer themselves to the openness of the sky. Wolken geben sich in die Offenheit des Himmels hinein. The space of the sky receives the cloud.
Und diese Weite des Himmels empfängt die Wolken. But it doesn't hang on to the cloud. Aber, Can you go? aber klammert sich nicht an die Wolken. When the wind blows, the cloud moves. Und wenn der Wind bläst, dann bewegen sich die Wolken. The sky is open, Der Himmel ist offen not trying to hang on to the cloud. und versucht nicht an den Wolken festzuhalten. We try to hang on to particular thoughts or ideas or constructions. Wir hingegen versuchen an bestimmten Gedanken, Ideen, Vorstellungen oder Konstruktionen festzuhalten. So this is the litmus test. This is the real fulcrum point for meditation. I don't know what the litmus test is. Lackmus. Lackmus. Das ist also der Lackmustest, der beweist, ist es so oder so. To see, do we tilt into believing the thought, the meaning that the thought gives, the constructed thought? Um herauszufinden, ob wir dem zuneigen, den Gedanken und der Bedeutung des Gedanken, der Konstruktion des Gedankens zuneigen, Or do we trust the given? oder einfach dem Vorhandenen zu vertrauen. So in the language of Mahayana Buddhism, this is like relative truth and absolute truth. In Mahayana-Sprache würde das bedeuten relative und absolute Wahrheit. Relative truth is put into two parts, pure and impure relative truth. Relative Wahrheit wird in zwei Teile aufgeteilt, reine und unreine relative Wahrheit. Impure relative truth is where you see phenomena, you take them to be existing, and you have an affective relation with them. Unreine relative Wahrheit bedeutet, dass man Dinge als existent empfindet und ihnen gegenüber ein affektives Verhältnis hat. It's really weird that I have a blue glass. Das ist irgendwie echt abgefahren, dass ich hier ein blaues Glas habe. Why would you bother making the glass blue? Warum sollte irgendwer sich diese Mühe geben, so ein Glas blau zu machen? There are some sick people in the world. Es sind echt kranke Leute auf der Welt. So there is affect, an emotional and intensified reaction to the glass which is taken as existing in itself. Es gibt also einen Affekt, eine Emotion, eine emotionale Regung bezüglich dieses Glases, was wir als echt existent oder wahrhaft existent nehmen. So linked to this we have the idea of the two obscurations. Damit verbunden ist unsere Vorstellung von zwei Verdunklungen. The obscuration of the afflictions or the contaminating emotions, stupidity, anger, desire, jealousy, pride and so on, many different subsets. Die Verdunklung durch die sogenannten, wie wir auf Deutsch sagen, Geistesgifte in der Unwissenheit, Zorn, Anhaftung, Stolz, Eifersucht und so fort. So that is what is operating in impure truth. There is the strong, intense feeling tone reaction to what appears to be there. Das ist das, was funktioniert oder fungiert bei der unreinen relativen Wahrheit, dass alles immer einhergeht mit einem starken Empfinden oder Gefühl oder einer emotionalen Regung bezüglich dessen, was wir als wahrhaft vorhanden nehmen. The second obscuration is the obscuration of the cognizables, that which can be thought and known. Und die zweite Verdunklung ist das, was erkannt werden kann, das, was man denken und erkennen oder kennen kann. In particular, this refers to taking the thought or the name as equivalent to the actuality of the object. Dass wir hier also den Gedanken daran oder den Namen davon äquivalent mit dem wahrhaftigen Vorhandensein des Objektes betrachten. This glass is ... whatever. This glass is. Dieses Glas ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, I have a thought, this is a glass. Ich habe den Gedanken, dies ist ein Glas. I tell this object what it is. Ich erzähle dem Objekt, was es ist. Having put that name into and onto the glass, Und dadurch, dass ich diesem Glas den Namen einerseits gegeben habe und den Namen da hineingegeben habe, I now address the glass in terms of my own projection. spreche ich dieses Glas nun an auf der Grundlage meiner eigenen Projektion. I don't know why anyone made you. Why were you born?
Warum hat dich überhaupt irgendjemand gemacht? Warum bist du geboren worden? This exists in my mind. Das existiert in meinem Geist. So this is the obscuration of both the development of cognitions, which seem to be true and which seem to appropriate and stand in the place of the object. Und das heißt, das ist die Verdummung, die aus der Entwicklung des Erkenntnisses, des Prozesses sozusagen selber zustande kommt, indem wir etwas als wahr erkennen oder wahrhaft erkennen und bezeichnen. Now, Und diese Bezeichnung und diese Erkenntnis für uns zur Eigenschaft dessen, was wir als Objekt betrachten wird. and we have to remember, this is not Buddhist philosophy, this is us. This is what we do. Wichtig hierbei ist, dass wir uns daran erinnern, dass es hierbei nicht die buddhistische Philosophie ist, worum es geht, sondern so machen wir das. So we manage to relax the emotional investment. Das heißt, wenn es uns gelingt, diese emotionale Aufwallung etwas zu entspannen, And then the glass becomes something neutral, just there. dann wird dadurch das Glas zu etwas Neutralem, was einfach vorhanden ist. And it's just there as the glass. Und zwar ist es dann einfach nur als Glas da. This is called pure relative truth. Dies nennt man reine relative Wahrheit. So one way that we do this in the Mahayana is we say, all sentient beings have been my mother in a past life, they have done many kind things for me, I have an obligation towards them. Im Mahayana nähern wir uns daran an, indem wir sagen, alle fühlenden Wesen sind mal meine Mütter gewesen, sie sind mir gegenüber gut gewesen und haben sich mir gütig gezeigt und ich habe ihnen gegenüber eine Verpflichtung. This means I have two readings. This person annoys me. Das bedeutet, ich habe zwei Arten und Weisen, das zu betrachten. Zum Beispiel diese Person ärgert mich, die nervt mich. But when they were my mother, they fed me, cleaned me, clothed me and did so many things for me. Aber als er oder sie meine Mutter war, haben sie mich gefüttert, haben sie mir Kleidung gegeben, haben sie mich sauber gemacht und vieles für mich getan. In relation to the kindness they have offered me, this momentary irritation is irrelevant. Und das bedeutet, in Bezug auf die Güte, die sie mir erwiesen haben, ist dieser Moment meiner eigenen Irritation irrelevant. And this kind of practice goes through Tonglen, through always putting your enemies in front of you in the visualizations and so on. Und diese Art von Haltung wendet man an in Praktiken wie Tonglen oder in den Praktiken, wo man all seine Feinde sozusagen vor sich in die Visualisation hineinnimmt. Because we're wanting to move from bias and prejudice, my friend, my enemy and so on, Weil wir diese Einstellung, meine Freunde, meine Feinde, also Voreingenommenheiten und Vorurteile, to equanimity. in Gleichmut wandeln möchten. May all beings be happy. Mögen alle Wesen glücklich sein. And may they be happy just because they are, Und mögen sie einfach nur, weil sie sind, glücklich sein. not because they deserve it, Nicht, weil sie es verdienen. not because I like them, Und nicht, weil ich sie mag. but just because they are. Einfach nur, weil sie da sind. It's not earned, it's not deserved, it's not the fruit of their good karma. May they be happy. Das ist nicht verdient und auch nicht die Frucht ihres guten Karmas. Mögen sie glücklich sein. May all fucking assholes be happy. Mögen alle blöden Arschlöcher glücklich sein. May all torturers be happy. Mögen alle Folterer glücklich sein. May all vicious, cruel beings be happy. Mögen alle teuflischen, grausamen Wesen glücklich sein. But why should they get as much happiness as the good, kind people? Warum sollten denn aber ausgerechnet sie so viel Glück erleben wie all die guten, gütigen Leute? It's a very good question. Sehr gute Frage. It's not fair. Es ist nicht fair. I've tried really, really hard. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. It's not fair. Das ist nicht fair. Due to causes and conditions. It's like this. I have studied and learned the game plan of the world, like learning to play poker. Es
ist so wegen Ursachen und Bedingungen. Ich habe den Spielplan der Welt erlernt sozusagen und studiert, als ob ich zum Beispiel Pokern gelernt hätte. Beings get enlightened because of their Buddha nature. Wesen erlangen Erleuchtung aufgrund ihrer Buddha-Natur. And this is, of course, is where the focus of Dzogchen and the general Mahayana is slightly different. Und an dieser Stelle ist der Fokus von Dzogchen und Mahayana etwas unterschiedlich. In the Mahayana, they talk about the accumulation of merit and wisdom. Bei Mahayana ist hier die Rede von der Ansammlung von Verdienst und Weisheit. So Kalu Rinpoche used to say, if you want to go on a journey, you can walk, and that's very easy. Kalu Rinpoche hat dazu gesagt, wenn man auf eine Reise sich begeben will, kann man zu Fuß gehen, das ist ganz leicht. If you want to go on the train, it will cost you. Wenn man mit dem Zug fahren will, kostet das was. And if you want to go on the plane, it will cost a lot more. Und wenn man mit dem Flugzeug fliegen will, kostet es viel mehr. Tantra is the plane. Tantra ist das Flugzeug. So if you don't have a good accumulation of merit and wisdom, you won't be able to practice Tantra. Wenn man also keine gute Ansammlung von Verdienst und Weisheit hat, dann kann man das nicht bezahlen, dieses Flugzeug. And you see this in the colophon, in the ending comments on many traditional texts. This text is preserved for those great beings with highest karma. Don't let it fall into the hands of nasty bastards. Das sieht man häufig in den Schlussworten bei ganz vielen wichtigen Texten von sozusagen hohen Belehrungen, wo gesagt wird, dass dieser Text bestimmt ist und bewahrt wurde für die höchsten Wesen oder die höchst talentierten Praktizierenden. Lasst diesen nicht in die Hände von bösartigen Bastarden fallen. Unfortunately, the nasty bastards have a German passport. Unglücklicherweise haben aber diese gemeinen Bastarde einen deutschen Pass. They're entitled to be here. Das heißt, sie haben das Recht, hier zu sein. The nasty bastards have Buddha nature. Diese bösen Wichte haben Buddha-Natur. No matter what bad things you do, you can't destroy your Buddha nature. Und zwar egal, was immer auch für schlimme Dinge man tut, kann man seine Buddha-Natur nicht zerstören. And the way you get enlightened is awakening to your Buddha nature. Erleuchtung zu erlangen, tut man, indem man in seiner Buddha-Natur erwacht. You already have the ticket. You just don't know where the airport is. Man hat das Ticket schon in der Tasche, man weiß noch nicht, wo der Flughafen ist. This is the big difference. If you see this, then you realize relative truth. I spend my whole life evaluating, judging. You should come close to me. You fucking stay away from me. Why? Everything is empty. But I don't like it when I'm close to that person. They make me feel uncomfortable. Oh, you shouldn't feel uncomfortable. I don't like to feel uncomfortable. You're in charge of the world. If everything is empty, feeling uncomfortable is empty, feeling fear is empty, feeling anxiety is empty. So instead of trying to get rid of these, we have to see that they're empty. I don't like this Buddhism. I want the other one where we go to a shiny place and the Buddha sings a song. Wenn man das erkennt, dann erkennt man plötzlich gute Güte. Ich habe mein ganzes Leben mit dieser relativen Wahrheit sozusagen verbracht damit, Dinge zu bewerten, Dinge zu beurteilen, zu sagen, also du musst unbedingt näher in mein Leben und du Blödmann, bleib mir bloß vom Hals. Und habe all diese Furcht und Ängste und Stress erlebt und das ist in Wirklichkeit alles leer. Und dann gibt es aber den in uns, der sagt, ich habe aber keinen Bock darauf, ich will aber nicht mich unwohl fühlen, ich will nicht Angst haben. Und dann wird man darauf hingewiesen, aber die Furcht ist leer, die Angst ist leer, die Anspannung ist leer, das alles ist leer. Und dann kann man auch sagen, ja, die Wahrheit ist, Buddhismus ist ja wirklich grauenvoll, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte lieber an diesen großartigen, strahlenden Ort gehen, wo Buddha mich wie ein Kind in seinen Armen wiegt und ich da sicher aufgehoben bin. Das finde ich viel schöner. So, Kata, the primordial purity, is the given. It's just here, it's present all the time, everywhere. Das heißt, Kata, die ursprüngliche Reinheit, ist
immer hier, immer gegenwärtig, immer präsent. It's not created by our virtuous deeds, it's not spoiled by our negative deeds. Wird nicht durch unsere tugendhaften Taten erschaffen und auch durch unsere negativen Handlungen nicht zerstört. The content of the mind is created by other thoughts, other feelings, and so we can expand, we can contract, we have all kinds of experiences. These are interactive and relative, but the ground nature out of which they arise is unconditioned. Das heißt, der Inhalt des Geistes kommt zustande eben aufgrund von Inhalt des Geistes, von Gedanken, von Empfindungen, von Gefühlen, die wiederum Empfindungen, Gefühle und Gedanken erschaffen und auf diese Art und Weise sich ausdehnen und zusammenziehen. Aber die grundlegende Natur, aus der heraus das alles entsteht, ist ursprünglich rein und gegeben. In an example you see in many Dzogchen texts, if you have a piece of coal and you wash it every day for hours, for years, it won't turn into chalk. In vielen klassischen Dzogchen-Texten wird dieses Beispiel gegeben, wenn man ein Stück Kohle hat und das täglich wäscht, stundenlang, wird das trotzdem nicht aufhören, ein Stück schwarze Kohle zu sein. Either it is coal or it isn't. Entweder ist es Kohle oder es ist keine Kohle. In the same way, our awakening arises on the possibility of the awakened which is already with us. Und das bedeutet, unser Erwachen tritt in Erscheinung auf der Grundlage der Möglichkeit, die als des Erwachens, die in uns bereits vorhanden ist. So it's not about going from here to somewhere else. Und das bedeutet, man muss sich nicht von hier irgendwo hin bewegen. It's about being here now and really opening to what this is. Sondern stattdessen wirklich jetzt hier zu sein und sich dem zu öffnen, was wirklich ist. Opening to what this is like opening to a beautiful sunset of the ocean. Sich dem öffnen, was ist zum Beispiel, sich einen wundervollen Sonnenuntergang über dem Ozean zu öffnen. All that's required is that you're not distracted. Alles, was dazu nötig ist unabgelenkt zu sein. You see the ball of the sun gradually sinking over the rippling horizon. Man sieht einfach den Sonnenball, der Stück für Stück herabsinkt auf diesen von Wellen gezeichneten Horizont. You start to feel the breeze that comes as the sun goes down. The breeze comes in from the ocean into your face. Und man spürt, wie der Wind langsam, eine Brise sozusagen, die im Untergehen der Sonne entsteht, in unserem Gesicht spürbar wird. You will get the whole thing. It's given to you. Man bekommt dieses Ganze, es ist einem gegeben. But you have to be there. Man muss aber da sein, Not distracted. unabgelenkt. Not on your mobile phone. Not taking a picture. Nicht am Telefon und nicht fotografieren. In Usedom. And this is what meditation is. Das ist Meditation. Being open to what is. Offen für das zu sein, was ist. And we'll do some in the afternoon. Now it's time to eat. Das machen wir heute Nachmittag, jetzt ist es Essenszeit. We start again at 2:30 or 3? 3 at 3 o'clock. What? 2:30. 3 o'clock. 3 o'clock. Quarter to 3. Yeah, 2:45. 2:45. Middle way. Yo! Wann ist es? 2:45. Weil das Thogal,